Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Tales of Arise. Mit dem Mal von der letzten Folge haben wir ziemlich auf den Sack bekommen. Was ich immer noch nicht so ganz verstehe, da hinten ist dieses Bossmonster, das Level 43 ist und wir dafür eigentlich noch zu unterlevelt sind, dafür aber relativ, naja, ich würde mal sagen, uns passabel geschlagen haben, weil wir hatten es eigentlich besiegt. Also, ich habe das runtergeballert auf 1 HP und habe dann weiter drauf geknüppelt. Aber es ist nicht verreckt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie das... War es ein Bug oder... If you need Keine help Ahnung. with anything, just let me know. Nee, Hilfe brauchen wir gerade nicht. Ja, wir kochen was. Hä? This looks perfect. Guaranteed to hit the spot. Oh, wir können mit allen reden. Shion, could we talk a moment? Do you mind if we chat a bit? Now there's something I never thought I'd hear you say. Remember when we talked about what it was like for me growing up? Well, I thought it only fair that I also get to ask what you were like as a child. My childhood? Maybe you missed the memo that was going around, but I can't remember anything of my past. I know. Just whatever you can remember. There's gotta be something, right? Let me think. Well, have I ever told you about my army days? Back when I used to serve under a Dahnan master? Yeah, but that must have been after you were already grown up, right? Do you happen to remember anything from back when you were younger? Actually, I remember I had a kid with me. You had a kid? No, of course not. The child's father was another soldier. Back in those days, we risked our lives for a master we'd never even seen. We just fought for them and didn't even question it. When that kid's dad died and I saw them sitting there crying, I felt this bitter, indescribable feeling. It was like I was drinking something toxic that I knew I shouldn't, but couldn't stop. It was strange. I never understood why I reacted like that. Soldiers died every day. It wasn't anything new. What it tells me is that deep down, you were the same man then as you are now. You've never been able to accept injustice in the world. If you keep talking like that, you're going to embarrass me. I wonder whatever happened to that master and poor kid. Not that there's any way of knowing now. You know, I just remembered that kid was good at sewing dolls. They gave me one once. As a good luck charm to protect me. Dolls? I think it's time we go to sleep. Oh, Chefkoch. Hm. Okay, da spare ich noch. Come on, guys. We've got lots to do. Ja. Die kriegt man noch nicht platt.
Dann reisen wir da mal hin. Search through this whole castle? Oh, quit grumbling. This sort of stuff's old hat for us by now. Yeah, you've got a point. But It's not going to take forever, Law, I promise. Let's just do what we came here to do and get out. Du. Dann suchen wir mal den Rationendieb. Ah, ein Soldat. Very well. Alles klar, du kannst gehen. Well, Irgendwie überrascht es mich, sie hier zu sehen. Aber irgendwie auch nicht. Ihr hattet also die ganzen Rationen. Was macht ihr hier? Zurück auf eure Posten. Wie bitte? Ich sage es nur noch einmal. Zurück auf eure Posten. Was ist denn mit dem los? Sklaven, die Befehle nicht gehorchen, gehören hingerichtet. Das hat Lord Euran gesagt. what the hell? Does this guy not realize who we are? Doesn't seem that way. I must think we're just Danans from the town. Whatever's going on, these are full-run soldiers. Watch yourself. Au. Here I come! This one's Be still! Coming through! Ulti! Now! Scarlet Inferno! You're finished! pieces. Attack comes off. Now you see what I can do. In a vine. Now, Bridwell, frozen. Hammer. Nicely done. All thanks to you. This one's mine. Also war es kein Danaher, der die Ration an sich gerissen hat. Es war ein paar Wohlran-Soldaten, die sich im Schutz versteckt Ja. hielten. Ja, ich weiß nicht, ob mich das erleichtert oder beunruhigt. Was versucht ihr damit zu erreichen? Wollt ihr Rache für Wohlran? Was geht hier vor? Irgendwas ist toll. Wisst ihr, dass Lord Wohlran fort ist? You don't say. Diese Soldaten scheinen nur an ihre erteilten Befehle zu denken, ansonsten ist ihr Verstand komplett leer. Da wir bei den Danahern. Wenn ich so dran denke, die Soldaten, gegen die wir damals gekämpft haben, wirkten auch, als hätten sie ihren Verstand verloren. Wenn das stimmt, dann haben sie sich hier nicht versteckt, sondern haben einfach weitergelebt, als wäre nichts gewesen. Ich schätze schon, Wohlran hat jeden hier versklavt, sowohl die Danaher als auch die Danaher. So wollte er sein Reich haben. Aber das erklärt nicht, warum hier nicht wie überall sonst das Chaos ausgebrochen ist, seit Wohlran fort ist. Das ist nun einen Monat her, möglicherweise bricht jetzt allmählich alles in sich zusammen. Aber da es noch nicht passiert ist, leben diese Soldaten ihren ganz normalen Alltag wie bisher. Welcher Grund auch dahinter steckt, wir können sie nicht so weitermachen lassen. Wir wollten sie erst fürs Erste zurück in die Barrikaden bringen. Da stimme ich zu, aber ich weiß nicht, ob sie widerstandslos mitkommen werden. Hört mir genau zu, Männer. Ich bin Lord Dohalim. Ilkaras. Ich habe einen Befehl für euch. Lord Dohalim, aber Herr, wir dienen. Lord Wohlran hat dieses Reich verlassen und herrscht hier nicht länger. Gemäß der renäischen Gesetze habt ihr nun mir die Treue zu schwören. Also, erwartet ihr, dass wir jetzt euch dienen, mein Lord? Wenn ihr den renäischen Gesetzen treu ergeben seid, dann ja. Genau das erwarte ich. Aber natürlich folgen wir euch eurem Befehl, Lord Dohalim. Oh, wow! Heiliger Strohsack, ich kann nicht fassen, dass das geklappt hat. So then. Das sollte vorerst genügen. Bringen wir diese Männer zu den Baracken und reden dann dann noch einmal mit Garnier. Mann, du bist ein I Holperer. can't believe how quickly you got all those soldiers to obey you, Dohalim. Actually, they were
abiding Renan hierarchy, not me personally. Well, either way, solve the problem, and that's what counts. Ja. Eine neue Nebenquest. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Okay, der fehlt. Immer ausgewundert erst auf Start drücken. Wie läuft es mit den Mummelseln? Ja. Großartig lief es. Wir haben welche mitgebracht. Super, lasst mal sehen. Wow, da sind sie. Ihr seid solch süße kleine Wesen. Ich verstehe es immer noch nicht. Tausend Dank, mit diesen kleinen Jungs kann ich Bilder von Wumseln zeichnen und ausgestopfte Tiere machen, die wie sie aussehen. Sobald sich das rumspricht, werde ich total berühmt und beliebt. Ha, das hat aber jemand einen Plan. Klingt, als wäre dieser Ort in guten Händen. Denkst du das wirklich? Danke für eure Hilfe. Ich werde diese Wumsel zum Maskottchen der ganzen Stadt machen. Ihr werdet schon sehen. Ja. Kein Problem. Ich werde die Erste sein, die eins deiner Stofftiere kauft, sobald sie fertig sind. What's gotten into him? He says instead of making a Zoogle sign, we should be making a Hoodle sign. He's feeling threatened by a rival. Ja. Bin hier lang. Ah. Das Gasthaus ist hier. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Blutbrüller. Ich brauche das noch. Ja, für den hier. Haben wir schon mal das. Das haben wir. Fehlt noch die Materialien, das sind Materialien. Okay. I'm impressed how well balanced this thing is. So. I've talked to the soldiers and made it clear that they are to remain in line. Things should stay calm for the time being. I know Renans tend to take authority extremely seriously, but you sure know how to throw your weight around as a former lord. I only managed to get through to them because Volron's curse is lifting, but not to the extent that they can act independently as of yet. Considering we had other matters to attend to for the past month, we should consider ourselves lucky that nothing occurred during our absence. But if they do start operating independently again, that's going to cause a whole new set of problems to deal with. Indeed. Ganeth Heros is unlike Menancia. Without intervention, they'll likely revert to oppressing the Danans as they were doing before.
Meaning there's still a lot of work to be done in this realm. Not that there aren't problems among the Danans, too. Yes. There was no way to avoid the deep-seated conflicts that had festered here. But I just hate that we had to use your position as a lord to solve the situation, Dohalim. Had I not intervened, yet more blood would have spilled here, and nobody wishes for that. So, what's going to happen to the Renans here now? Why do you ask? We've stripped the soldiers of their armor and locked them up. They can't hurt you guys anymore. I promise. So they're alive? They're not going to die? What? Those people deceived us. They did terrible, terrible things to us. They made us suffer. Long before you guys came along. For years and years and years. It was constant. Never stopped. Not even for a day. So many people died. Our parents, our children, our friends. They all died. They were murdered. And it was the Renans. The Renans were the ones who did it. They killed us. Why do they get to live after so many of us have died? The bastards should die! Every last one of them! I know how you feel, Ganya. I used to be a slave, and I hated the Renans just like you. I took up the blazing sword to bring them down. But along the way, I've met many people and seen many things. People refusing the hand life dealt them. People who have lost loved ones, but are still trying to make this world a better place. People driven by hate who stopped before it was too late. And those who couldn't and paid with their lives. And I fought plenty of people who were all too happy to make others suffer. Believe me. But after a while, I came to realize that it's not the Renans who are our true enemies. Then what the hell are we fighting if it's not them? We're fighting against anyone who tries to take what doesn't belong to them. But that's what these Renans are doing. How is that any different? Because I judge everyone by their own actions. That goes for Danans too. Because at the end of the day, at the root of all evils committed is an individual who committed them. You're right, Alphen. It seems like people are either blaming an entire race for one individual's sins, or an individual for everyone else's mistakes. But all that does is add more hate in a world that's already full of it. I want to help create a society where people can finally stop suffering and move beyond their pain. But if we try to do that with more violence, then we'll just end up right back where we started in the first place. All right. Have it your way. I can't argue with the folks that helped us get back our ability to think and speak freely again. Is that to say you trust us then? I don't trust the Renans as far as I can throw them. I trust you guys because of who you are and what you've done. Fair enough. We won't let you down, Ganya. What's the matter, Kisara? Is something wrong? Oh, no, nothing. It's fine, really. I'm just a bit worried about what'll happen to all these folks. Right. It'll take time before they start thinking for themselves again. Indeed, that is part of it. However, what I'm even more worried about is what will happen to them after that. What do you think they're going to want once they realize how cruel Volron was to them? Probably revenge. What happened to Ganeth Haros is the worst form of oppression we've seen, but treated cruelly or kindly, slaves will rise up. Lenegus aside, there are still remnants of Renan supremacists scattered throughout Dahna. You mean all that trouble we went through to get rid of the lords might just lead to more violence? That's the last thing I want to see happen. Of course not. And if we don't do something to prevent it all from starting up again,
there could be even more bloodshed for us to regret. There's still a lot we don't know about the Renan rulers. Whatever the face of truth behind their veil, it's on us to put a stop to them. But there is one thing that's clear. Whatever we do to finally end it, our motives can't be getting back at the Renans, or it'll all be for nothing. So, what exactly is it that you're saying? That we should just act as if nothing happened? Law's right. We can't expect everyone to just forget all the pain they've endured up until now. Not so easily, at least. But we have to at least try to change course. We can't just keep allowing history to repeat itself like this. Exactly. Look, I won't deny that between the crown contest and 300 years of oppression, there's a lot of bad blood between the Dahnans and the Renans. But all these problems are just too big for us to try to carry the burden on our own. We'll keep doing our part in the interim, but we need to take this one battle at a time. Oh, aufrichtiges Schild. Ein Feuerangriff. Oh, das brauchen wir auf jeden Fall. Glad that work's taken care of. I don't think we're done just yet. I want you all to stick around a little longer. There might still be people who need our help. When you think about it, thinking for yourself can be a heavy responsibility at times. Yeah, it's not like your mind will only ever think about good, happy things for one. Maybe so. But I'll still take that burden over living life as a puppet serving others. That's why I want to do everything I can to help these people. Ja, verständlich. Where are you going? Since when do I need your permission to move around? I wasn't saying that you do. Though I'm not sure why you're biting my head off about it either. Oh, that's so typical of you. How can you be so relaxed about all this? At this very moment, the enemy is doing who knows what behind the scenes, and yet we're just sitting here twiddling our thumbs in Ganeth Harrows. I know that, but our hands are tied right now. What do you want me to do? And what's gotten into you anyway? Is there something you want to say to me, Shion? Look, you're right. Forget I said anything. If I said something to hurt you, I'm sorry. But I honestly don't know what I said to upset you so much. I really wish you would tell me. You don't need to apologize. You didn't say anything. It's not your fault. It's not anyone's fault. Not really. Then why? Please just drop it. I don't want to talk about it. All right. If that's what you want, I won't push any further. I'm sorry. It's fine. Just don't be too hard on yourself, okay? Oh je, was ist da los? Hey, was zur Hölle ist mit ihm passiert? Er ist nicht mehr unter uns. Ihm war immer schon anzusehen, dass er gesundheitliche Probleme hatte, aber trotzdem. Und er stand so kurz davor, wieder wie ein normaler menschliches Wesen zu leben. Verdammt, hat er noch Familie? Nur seine Mutter. Ich glaube, sie lebt im Gebiet dort drüben. Alles klar, ich werde ihr die Nachricht überbringen. Having to inform her mother her son died isn't an easy thing to do. But if not us, then who? That's why we have to find her. Tja, wer Suchende findet. Folge dem Stern. Ich habe wieder ein bisschen Halsprobleme. Sorry, falls ich mich kratzig anhöre. Schade mal warum. Sorry. Entschuldigen Sie, ich habe schlimme Neuigkeiten. Es geht um Ihren Sohn. Es ist schon gut, ich weiß. Sie wissen Bescheid? Was machen Sie denn dann hier? Ich arbeite, die heute zu erledigen ist. Ich habe Arbeit, die heute zu erledigen ist. Schließlich kann mein Sohn sie nicht mehr machen.
Hier ist es auch so, Alright. Vergessen Sie Ihre Arbeit oder noch besser, sich um Ihren Sohn zu kümmern, sollte Ihre Aufgabe für heute sein. Nun gut, dann mache ich mich mal ans Werk. How can she think of putting her son to rest as work? Because that's the way people were made to think about every aspect of their lives. Alles I Arbeit. know she doesn't mean anything bad by it. I know that, but It looks like she went out of town to take care of her son's body. That's a little concerning. There's Zugals roaming around out there. We should follow after her. Ja. Hinterher! We finally made it. Verluten. Yes. Dann lege ich los. Bring mir etwas Feuer. What? Moment, Sie wollen Ihr Kind verbrennen? Ganz genau, so wird es gemacht. Verstehe ich nicht. Wäre eine standardgemäße Beerdigungsprozession nicht angemessener? Tut mir leid, habe ich was falsch gemacht? Gibt es hier keine Bräuche, mit denen sich die Angehörigen Verstorbener von ihren verabschieden? Nicht wirklich. Wie sollte es auch auf Dahna? Bis vor kurzem war unser Volk zu beschäftigt, mit Malochen und Beerdigungsriten abzuhalten. Unter Renären ist es Brauch, dass Angehörige die sterblichen Überreste gen Himmel senden. Warum führen wir so etwas nicht nicht auf Dahna ein? Wir glauben, dass der Geist des Verstorbenen so in den Fluss der Astralenergie gelangt, der durch den Kosmos fließt. So etwas könnten wir nie tun. Es ist die letzte Gelegenheit für die Familie und Freunde, den geliebten Menschen zu sehen. Da sollte man etwas tun, um ihr Andenken zu ehren. Kurz näher ist der Tod Teil unseres Alltags. Meinst du echt, wir fangen jetzt an, jeden Tag Leichen irgendwo ins All zu befördern? Ich habe einfach das Gefühl, dass etwas mehr dazu gehört. Als die Renäer noch über uns herrschten, wussten wir nicht einmal, ob es sicher ist, Grabstätten zu errichten. Wenn Leichen verwiesen, können sie Krankheiten verbreiten. Wir hatten keine andere Wahl, wenn es um die Bestattung unseres Volkes ging. Brindwell. Glaub nicht mal für eine Sekunde, dass ich vergessen habe, was uns die Renäer angetan haben. Sag mir, Alfin, weißt du, warum niemand von uns Nachnamen trägt? So wie sie? Ich sag dir warum. Weil wir mehr sind als sie, also haben wir unsere Kultur verboten, damit wir uns nicht gegen sie verbünden. Reicht. Deine Leute haben uns bereits so viel geraubt und jetzt besitzt du die Frechheit, uns zu sagen, dass wir auch so leben sollen wie ihr? Wenn du es hier so schrecklich findest, warum hüllst du sie nicht, warum? Hüllst du sie nicht alle aus? Hä? Reicht. Schluss. Lenniges könnte jeden Moment angreifen und wir stehen hier rum und streiten uns. Wir sind uns alle das Leid und Hasses bewusst, die in uns stecken. Wenn wir zusammenleben wollen, müssen wir unsere Unterschiede anerkennen. Darauf arbeiten wir doch alle hin, diesem ganzen System ein Ende zu setzen und anzufangen, Seite an Seite zusammenzuleben. Daran glaube ich und deshalb bin ich hier. Wenn es jemand von euch anders sieht, dann steht es ihm frei zu gehen. Ich werde jede letzte Mauer einreißen, selbst wenn ich es ganz allein machen muss. Allerdings, bitte um Verzeihung, ich betrachte dich als Freundin. Aber ich muss mich wohl näher mit der dunklen Geschichte unseres Volkes befassen. Brindwell, ich nehme die Schuld für all das gänzlich auf mich. Ich kann nicht ausdrücken, wie leid es mir tut, dich verletzt zu haben. Es tut mir leid, dass ich dich so angeschrien habe, Dorlin. Ich schätze, bei mir sind noch viele angestaute Emotionen. Ich weiß, dass es dir nicht darum ging, was das Beste für ihren Sohn ist. Brindwell, es wäre schön, wenn du mir von der Kultur und Geschichte dieses Planeten berichtest. Vielleicht bauen wir so eine Brücke. Klar, mache ich gern. Erzählst du mir dann auch etwas über Rena, bitte?
Ihr beide seid euch ähnlicher, als euch manchmal klar ist. Ich bin froh, dass wir die Dinge klar klären konnten. Wir haben auf dem Weg schon genug feine Menschen verloren. Tut mir leid für die Ablenkung. Beten wir ihren Sohn zur Ruhe nach der nähischen Tradition. Ja. Danke, dass ihr mir diese Aufgabe gewährt. Nicht die Rede wert. Das ist das Mindeste, was wir für sie als seine Mutter tun können. Nun, dank euch hat mein Sohn jetzt seinen Frieden gefunden. Wir arbeiten an einer Zukunft für dieses Volk, die ihn stolz machen würde. Versprochen. Ich verstehe nicht so ganz, wann sie... It made them stop fighting with each other, right? However you managed it, you knocked some sense into Rinwell and Dohalim, and that mother. Yeah. I can see my decision to travel with you was well made. Tja, ich verstehe nicht so ganz, wann sie entscheiden, wann sie was vertun und wann nicht. Something's eating at you again, huh? I don't know if I would say that. I mean... Actually, I guess I do have one or two things on my mind. My people, we lived in hiding, so we never really experienced the full extent of Renan oppression. Not directly, anyway. After Almadria killed my mother and father, though, I guess that's when I started hating them so much. The Renans, I mean. But then I think of all those people who were born into slavery. The ones who never even got angry in the first place because it was all they ever knew. I hear you. Every city we've been to, it's the resistance that gets labeled the troublemakers for having the guts to do the right thing. When it comes down to it, sometimes I wonder which of us really has the better way. You can't let your anger eat away at you, Rinwell. But then again, losing your parents that way... Hell, who could really blame you for it if you did? I guess what I'm trying to say is... sorry. Hell, it's hard putting this stuff into words. No, I get it. You're saying that grief and anger are different than hatred. I never thought of it like that. But hearing you say it, it makes sense. Thanks, Law. You're welcome? Jo, aber an der Stelle sage ich danke fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr bisher liken, subscriben, Welt von Dahna, wenn ihr es noch nicht schon getan habt, die Notition Bell aktivieren, dass YouTube was ihr mehr von uns sehen wollt. Sollte euch YouTube nicht benachrichtigen, was bei uns abgeht, gibt es auch den Twitter-Account von Dennis, dem ihr ein Follower drücken könnt und einstellen könnt, dass alle Feeds angezeigt werden. In der Hinsicht bis zur nächsten Folge, auf Wiedersehen!